I like tools. Ich liebe Werkzeuge. And I like working with tools. And over the last couple weeks, I've been working in the church kitchen in the evenings with Sam. Und ich habe in den letzten Wochen hier in der Gemeindeküche sehr viel mit Werkzeugen gearbeitet, um die richtig herzurichten. We had a MAPS construction team. This is a construction team of volunteers that came from an Assembly of God church in Kansas 2 weeks ago. Also wir hatten so ein Montage- und Bauteam, ein MAPS Construction Team aus den USA. Die kamen hierher, um diese Küche zusammenzubauen und zusammenzusetzen. And they got so far, and Sam and I are finishing it up. Sie kamen ganz weit, aber wir müssen noch den Rest fertig machen. And Sam he's my favorite carpenter. I'm not going to say too much; he'll get all embarrassed. But he has just the greatest toolbox of tools. Also Sam, das ist hier toller Schreiner und er hat einfach eine richtig klasse Werkzeugkiste. This is not his toolbox this morning. This is mine. It's a little bit more empty. Also das ist nicht seine Werkzeugkiste, das ist meine, die ist ein bisschen leerer. But what I like about tools is that some tools make noise. Was ich liebe an Werkzeugen, manche machen Krach. Some tools have a specific purpose. Manche haben einen bestimmten Zweck. And today we want to talk about the right tools that we need for the different things that we face in life. Und heute möchten wir über die Werkzeuge sprechen, die wir brauchen, um bestimmte Situationen zu überkommen. A couple weeks ago, Mishi, our associate pastor, preached a sermon out of the book of Nehemiah. So vor ein paar Wochen hat Michi über Nehemiah gesprochen. Nehemiah. And Nehemiah was someone who was faced with an enormous task that required a lot of skills and a lot of tools. Also Nehemiah hatte so eine Riesenaufgabe vor sich, die jede Menge Vertrauen, aber auch Werkzeuge brauchten. And we learned from that sermon that Mishi shared with us about this great city of Jerusalem that lay in ruins and had been destroyed. Michi hat uns erzählt über Jerusalem, das damals in Ruinen lag, komplett zerstört war. And we learned that Nehemiah was the cupbearer to the king. Und Nehemiah war dieser Mundschenk des Königs. And usually you don't think of a cupbearer as being a builder. Und vielleicht denkt ihr nicht gleich, wenn ihr Mundschenk hört, an jemanden, der Sachen aufbaut. But Nehemiah was an amazing man. Aber Nehemiah war ein unglaublicher Mann. And he's one of my favorite characters in the Bible. Er war einer meiner Lieblingscharaktere und Typen in der Bibel. If you were to read his resume, you would find out that he was, as I already mentioned, cupbearer to the king. Also wenn ihr seinen Lebenslauf lest, dann seht ihr, okay, er war Mundschenk des Königs. It's a pretty cush job or easy job so long as you don't poison your boss. Es ist ein einfacher Job, solange keiner den König vergiften will. And he served in the court of the king of Persia, and he was connected to some of the most powerful people in the world. Und er hat im Hof des Königs von Persien gedient und war verbunden mit ein paar Leuten, die die mächtigsten Leute der Welt waren zu der Zeit. We got any Persians in the room this morning? Haben wir Perser hier in der Runde? Ja. Hi, Milad. Hi, Milad. But if you look at Nehemiah's resume, you'll find he was someone who was concerned about problems. Und wenn ihr aus seinem Lebenslauf guckt, das war jemand, der sich um Probleme gekümmert hat. He had a heart for the situation. Er hat ein Herz für die Situation. He was someone who had a strong conviction about God's character. Er hatte so eine starke Überzeugung von Gottes Charakter. And he was someone who confessed his sins on a regular basis. Und er beichtete seine Sünden regelmäßig. He was a humble person. Er war eine bescheidene Person. And he had confidence in God. Und er hatte Vertrauen in Gottes Verheißung. And he had a commitment to not just stand and watch, but to get involved. Und er hatte so eine innere Verpflichtung, nicht einfach dazustehen, sondern mitzuhelfen. So this week we're going to look at Nehemiah chapter 2. Und heute schauen wir uns Nehemia 2. Kapitel an. And over the next several weeks we're going to come back to Nehemiah and look at some other chapters in this book. Und über die nächsten Wochen möchten wir weiter in Nehemia lesen. Next Sunday we'll take a break from Nehemiah because we're going to have a guest speaker. Nächsten Sonntag haben wir einen Gastsprecher, sodass wir eine Pause von Nehemia haben. And he happens to be with us this morning as just a guest visiting. Und heute Morgen ist er auch da als Besucher. And he's sitting with a group of leaders from the Assemblies of God World Missions, just over on the side here. Er sitzt hier mit einer Gruppe von Leitern
von den Assemblies of God. And he's one of my bosses. So, Er ist tatsächlich mein Boss, einer meiner Bosse. his name is Paul Trementosi. Paul, would you just wave, stand and maybe Paul drink? Trementosi ist There you sein go. Name. But we're going to look at Nehemiah chapter 2 this morning. Also das zweite Kapitel in Nehemia gucken wir uns heute an. And I'm going to read the text in English, and it will be in German here also on the screen. We will come back and read everything in German at some point in the sermon, just not right now. Also ihr könnt hier in Deutsch mitlesen. Wir werden auch im Gottesdienst noch weiter alles nochmal lesen, wenn wir dann an diesen Punkt kommen. So early the following spring, in the month of Nisan, during the 20th year of King Artaxerxes' reign, I was serving the king his wine. And I had never before appeared sad in his presence. So the king asked me, "Why are you looking so sad? You don't look sick to me. You must be deeply troubled." And then I was terrified. And I replied, "Long live the king! How can I not be sad? For the city where my ancestors are buried is in ruins, and the gates have been destroyed by fire." And the king asked, "Well, how can I help you?" With a prayer to the God of heaven, I replied, "If it please the king, and if you are pleased with me, your servant, send me to Judah to rebuild the city where my ancestors are buried." And the king, with the queen sitting beside him, asked, "How long will you be gone? When will you return?" After I told him how long I would be gone, the king agreed to my request. I also said to the king, "If it please the king, let me have letters addressed to the governors of the province west of the Euphrates River, instructing them to let me travel safely through their territories on my way to Judah. And please give me a letter addressed to Asaph, the manager of the king's forest, instructing him to give me timber. I will need it to make beams for the gates of the temple fortress, for the city walls, and for a house for myself." And the king granted these requests because the gracious hand of God was on me. Let's pray one more time. Lass uns noch einmal beten. Jesus, I thank you for the word of God. Jesus, ich danke dir für Gottes Wort. I thank you for the Bible that has been handed down from generation to us today. Danke für die Bibel, die von Generation zu Generation uns überreicht wurde bis heute. Thank you for your eternal truth. Danke für deine unendliche Wahrheit. Lord, I thank you that you are speaking to our hearts today through your word. Danke, dass du zu unseren Herzen heute sprichst durch dein Wort. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, Amen. You know, in this passage we see that, when we unpack this passage, we will find that Nehemiah used several different tools. Also wenn wir diese Bibelstelle auspacken so langsam, dann sehen wir, dass Nehemia bestimmte Werkzeuge hatte, die er nutzte. And we're going to look at 5 different tools that he pulled out of his box. Und heute gucken wir uns 5 Werkzeuge an, die er aus seiner Werkzeugkiste geholt hat. And he pulled them out one by one just as he needed them. Und er hat sie so einzeln ausgepackt, genauso wie er sie gebraucht hat. And the first tool that he pulls out, we find it in the opening passage of chapter 2. Und das erste Werkzeug, das er gebraucht hat, das finden wir gleich in der im ersten Vers. Let's read that again. It says, "Early the following spring, in the month of Nisan, during the 20th year of King Artaxerxes' reign, I was serving the king his wine." Und hier können wir lesen, im Frühjahr, im Monat Nisan, im 20. Jahr der Regierung von König Artaxerxes, feierte der König ein Fest und servierte ihm den Wein. Bis dahin hatte ich... And we find that it says here which month this took place. Und hier heißt es auch, in welchem Monat es war. Mishi, when he preached about the joy of the Lord several weeks ago, shared with us out of chapter 1 when Nehemiah first learned about Jerusalem's condition. Und Michi hat uns, als er über die Freude des am Herrn gepredigt hat, uns erzählt, zu welchem Zeitpunkt Nehemia von der Zerstörung Jerusalems und dieser Lage erfahren hat. And he was told in the fall that Jerusalem was in a terrible shape. Also im Herbst hat er das mitgekriegt, dass Jerusalem
nicht in guter Lage war. But it says here that he finally got an opportunity in spring to do something about it. Aber im Frühjahr hatte er dann endlich die Chance, etwas darüber zu tun. The first tool that Nehemiah pulls out of his toolbox was the tool of waiting. Das erste Werkzeug, was er rausgepackt hat, war das Werkzeug des Wartens. You know, I like to paint, Ich liebe zu malern. or I should say I used to like to paint. Oder ich sollte sagen, ich habe früher das gemacht. I've painted a lot of rooms in many houses that we have lived in Germany. Ich habe viele Wände angestrichen in vielen Häusern, in denen wir hier in Deutschland gelebt haben. And my dear wife said to me yesterday, I think we need to paint our living room. Und gestern hat sie zu mir gesagt, ich glaube, wir müssen den Wohnzimmern noch eine andere Farbe geben. You know, when you paint, you've got to paint in layers. Und wenn ihr malert, dann müsst ihr so verschiedene Lagen auftragen. And when you paint that first layer, you have to let it what? Und wenn ihr da die erste Lage drauf habt, was müsst ihr dann tun? You got to let it dry. Dann müsst ihr es trocknen lassen. Especially if you're going to work with enamel. Also ganz speziell, wenn ihr mit Emaille arbeitet. Yeah, so or lac. If you Oder work, Lack, if yeah. you if you're gonna lacquer, you're gonna enamel a bedroom door, and you decide that 2 hours later you're gonna put the second coat on. Und wenn ihr so eine Tür im Schlafzimmer zum Beispiel mit lackiert, dann 2 Stunden später, dann wollt ihr vielleicht die nächste Farbschicht auftragen. If you don't let that first layer dry, you're just gonna start to mix it all up again and mush it around. Smear Und wenn it ihr das around. nicht trocknen lasst, dann mischt ihr das so hin und her und es schmiert dann. Das ist nicht gut. Nehemiah was a man of decisive action. You'll learn this as you read the book. Und Nehemia war ein Mann des entschiedenen Handelns. He was probably not somebody who liked to watch paint dry. Also er war wahrscheinlich einer, der auch das genossen hat, die Farbe trocknen zu lassen. But we see that he had to wait 4 months before he had his opportunity. Aber er musste 4 Monate warten, bis er seine Gelegenheit hatte. We also find that at the end of that chapter, he prayed and said, God, help me today. Und am Ende des Kapitels sagt er auch, das sehen wir, hilf mir heute. But that today was a culmination of 4 months of waiting. Aber heute, das war eine Kombination von 4 Monaten des Wartens. Waiting. Warten. Have you ever had to wait on an answer from the Lord? Musstet ihr jemals auf die Antwort des Herrn warten? Have you ever had to wait for God to answer a prayer? Musstet ihr jemals darauf warten, dass Gott ein Gebet beantwortet? Nehemiah's prayer journal was empty for 4 months because there wasn't anything happening. Also in Nehemias Gebetstagebuch Gebetstagebuch war es leer, der Bereich der Antwort. But you know what? In the heavenly realm, I don't believe it was empty. Aber ich glaube, im Himmel war es garantiert nicht leer. Waiting time is not wasted time. Wartezeit ist keine Verschwendung. I'm going to say that again. Waiting time is not wasted time. Also ich sage es nochmal, Wartezeit ist keine vertane Zeit. Often in our microwave mentality of the 21st century, we want everything fast. We want it right now. Ganz oft in unserer Mikrowellengesellschaft möchten wir alles sofort, genau jetzt. But we see that Nehemiah understood the importance of using this tool of waiting on the Lord. Aber wir sehen hier, wie wichtig es für Nehemia war, dieses Werkzeug des Wartens richtig anzuwenden. Waiting is good for us and it's good for others. Warten ist gut für uns, aber auch gut für andere. Let's go on. It says in verses 2 and 3, I was serving the king his wine, and I had never before appeared sad in his presence. So the king asked me, why are you looking so sad? You don't look sick to me. You must be deeply troubled. And then I was terrified. Und wenn wir weiterlesen hier, sehen wir, da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Dann kann dies nur bedeuten, dass du Kummer in deinem Herzen hast. Ich erschrak zutiefst. The reason that Nehemiah got so afraid was because he suddenly realized something has happened today that's never happened before. Also der Grund dafür, dass er so erschreckt war, das war, weil etwas passiert ist, was noch nie vorher passiert war. And what happened was that usually the cupbearer is supposed to be one of the happy,
friendly, smiley people that's constant in the king's presence. Und weil dieser Mundschenk normalerweise die Person gewesen ist, die eigentlich immer so fröhlich, gut drauf sein sollte in der Präsenz des Königs. His job is to be in a good mood. Also sein Job war, dass er eine gute Laune hatte. And yet the king recognized or realized something's not right. Aber der König realisierte, dass irgendwas nicht stimmte. And in that moment, Nehemiah pulls out another tool. Und in dem Moment nimmt er sein zweites Werkzeug. And this is my voltage meter. Und das ist mein Spannungsmessgerät. I am not an electrician, Ich bin zwar kein Elektriker, but I am aspiring to be one. aber ich möchte gerne einer sein oder tu so. And I don't like to try to work on something with electricity if there is power there. Und ich versuche nicht irgendwo mit Elektrizität zu arbeiten, wo noch Strom drauf ist. And so I turn my dial and I stick these things in the plug. Und ich drehe dieses Rad und stecke das in diese Steckdose rein. And it tells me whether or not there's something hot or not. Und da sehe ich dann, ob Strom drauf ist oder nicht. And I have to trust it. Und ich muss darauf vertrauen. And then I double check it. Und dann mache ich es nochmal. And then I ask Sam. Und dann frage ich nochmal Sam. Nehemiah used this tool of trust. Nehemiah hat dieses Werkzeug des Vertrauens benutzt. He took a risk of being sad in the king's presence. Er hat ist ein Risiko eingegangen, dadurch, dass er traurig war in der Präsenz des Königs. Because actually he could have been executed for it, he could have been punished. Er konnte tatsächlich dafür hingerichtet werden. He may have been, at worst case, he would have maybe been beaten, or second to worst case, I guess you could say. He could have been beaten, he could have been killed. Also schlimm oder was eigentlich noch mild war, wäre eigentlich gewesen, wenn er geschlagen worden wäre oder vielleicht auch eingesperrt. But he was going to trust that God knew what was going on and that God would take care of the king's heart. Aber er hatte Vertrauen darauf, dass der Herr die Situation kontrolliert und auch das Herz des Königs kontrolliert. And I wonder how many times we are afraid of something. Und ich frage mich, wie oft wir Angst vor etwas haben. Nehemiah was terrified, Nehemiah hatte Furcht, but he still asked the king or told the king what was going on. aber er hat immer noch den König gefragt, was los war. He took the risk. Er hat das Risiko auf sich genommen. And I believe that that's a good tool that he used there, and he demonstrated his faith was greater than his fear. Und das ist ein gutes Werkzeug, was er da benutzt hat, weil er hat gezeigt, dass Vertrauen größer war als seine Furcht. He believed I need to fear the Lord more than I need to fear the king. Weil er wusste, die Furcht oder die Ehrfurcht vom Herrn ist größer als die Furcht vom König. And he believed that God would take care of the situation. Und er hatte Vertrauen darauf, dass Gott die Situation kontrollieren wird. And he used a lot of wisdom. If you look at verse 3, he says this. Und er hat auch viel Weisheit benutzt. Im Vers 3 sagt er das. He says, "Long live the king." Er sagt, lang lebe der König. You know, it's kind of like he came back to his senses and remembered, what am I supposed to say in the king's presence? Und er kam dann wieder zu sich und hat gemerkt, okay, was muss ich sagen in der Präsenz des Königs? And he also said, how could I not be sad when the city where my forefathers are buried lies in ruins? Und genauso hat er dann geantwortet, aber warum sollte ich nicht traurig sein? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, liegt in Trümmern. He was very wise. Er war sehr weise. He did not mention Jerusalem by name. Er hat nicht Jerusalem als Namen benutzt. Jerusalem had a very bad reputation as being a city full of rebels. Und Jerusalem hat einen richtig schlechten Ruf gehabt, so einen Ruf der Rebellen, die da drinnen gelebt haben. And in fact, it was Persian law that Jerusalem could not be rebuilt. Tatsächlich war es sogar Gesetz in Persien zu der Zeit, dass Jerusalem nicht auferbaut werden durfte wieder. And yet he trusted the Lord to ask in such a way that he knew that it would also move the king's heart. Und er hatte aber Vertrauen darauf, Nehemiah hatte Vertrauen darauf, dass der Herr Nehemias Herz, dass der Herr des Königs Herz auch bewegen wird. You know, if we go on, we'll see the third tool that he pulled out. It's in verse 4. Und als drittes Werkzeug, das ist im 4. Vers.
The king said to me, "What is it you want?" And then I prayed to the God of heaven, and I answered the king, "If it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah where my ancestors are buried, so that I can rebuild it." Da fragte mich der König, was erbittest du von mir? Ich flehte zu dem Gott des Himmels und antwortete, wenn es ihrer Majestät gefällt und wenn sie an mir, ihrem Diener, Gefallen gefunden haben, dann bitte ich sie, mich nach Juda zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. I believe that Nehemiah pulls out the third tool in his toolbox, and that was the tool of prayer. Und das dritte Werkzeug, was er aus seiner Werkzeugkiste geholt hat, war das Gebet. Now I tried to find the largest screwdriver possible here on the property. Also ich habe den größten Schraubenzieher versucht zu finden hier auf dem Gelände. Because when I think of a tool that illustrates prayer, I think of a screwdriver. Weil wenn ich an Gebet denke und ein Werkzeug, das es repräsentiert, dann denke ich an den Schraubenzieher. Because what we see here is that Nehemiah prayed this short prayer, but we know that he had been praying for 4 months. Und wir sehen zwar, dass er nur hier ein kurzes Gebet betet, aber wir wissen auch, dass er für 4 Monate lang gebetet hat. He had prayed and he had fasted. Er hat gebetet und gefastet. I don't know if you've ever tried to screw a rather long screw into anything before, and you know how many times you have to turn it around and around. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine richtig lange Schraube hattet, die ihr irgendwo reindrehen musstet. Ihr müsst sie immer wieder umdrehen You know, und rumdrehen und we can start rumdrehen. turning some screws on the Glockenspiel here this morning. Warte, I'm hier just ein paar joking. Schrauben. But you know what? It takes a long time to put an entire screw in. Aber wisst ihr was? Es dauert ganz schön lange, bis man so eine ganze Schraube reingedreht hat per Hand. But if this bar came loose right here Aber wenn genau dieser Balken lose werden würde on her xylophone, und auf ihrem Glockenspiel, then all it would take is one quick little half turn to put it back into place. dann braucht man nur einen ganz kleinen halbe Drehung, um das wieder in Platz zu rücken. You see, that's the thing about this tool of prayer. Und das ist das mit dem Gebet. Nehemiah had been praying and praying, turning that screwdriver for 4 months. Und Nehemia hat für 4 Monate immer wieder gebetet und immer diese Schraube gedreht. And often we have to do that kind of work in prayer. Und ganz oft müssen wir genau das im Gebet tun. But then in the moment when he's standing before the king, Aber in dem Moment, wo er vor dem König steht, he sends God a WhatsApp or an instant message very quickly. sendet er so eine SMS, eine WhatsApp, eine Instant Message zum König, zum Herrn. And that's all it took at that moment. Und das brauchte es nur in diesem Moment. It gave him that confidence. Es gab ihm dieses Vertrauen. It demonstrated also to the Lord, we're in this together, right? Und das sagt er auch dem Herrn. Ja, wir stecken hier beide drin. And I think it will encourage us today to know that there are times we need to labor in prayer. Und das zeigt uns auch, dass wir manchmal richtig arbeiten müssen im Gebet. And then other times we just need to send a WhatsApp real quick. Und ganz andere Zeiten, wir müssen einfach nur so eine WhatsApp rausschicken. And God hears both. Und Gott hört beides. And he reacts to both. Und er reagiert auch auf beides. And one is not better than the other, Und eins ist nicht besser als das andere. but together they're necessary. Aber zusammen, das ist wichtig. And what we also see with the next tool that Nehemiah pulls out in verses 5 through 8, Und auch im Vers 5 bis 8 sehen wir das nächste Werkzeug, was er rausnimmt. it says, I answered the king, if it pleases the king and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah where my ancestors are buried, so I can rebuild it. And the king, with the queen sitting beside him, asked me, how long will your journey take? When will you get back? And it pleased the king to send me, so I set a time. I also said to him, if it pleases the king, give me letters for the governors on the other side of the Euphrates, give me safe conduct, and I need wood so that I can rebuild the walls and the temple walls and my own house. Und er sagte zu ihm, wenn es ihrer Majestät gefällt und wenn sie an mir, ihrem Diener, Gefallen gefunden haben, dann bitte ich sie, mich nach Juda zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. Der König, die Königin saß neben ihm, fragte, wie lange wird diese Reise dauern? Wann wirst du zurückkommen? Der Gedanke, mich zu senden, gefiel dem König. Ich nannte ihm also eine bestimmte Zeit und sagte ihm, wenn es ihrer Majestät recht ist, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter westlich des Euphrat mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme.
Außerdem einen Brief an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Holz gibt für die Balken an den Toren der Burg, die zum Tempel gehören, für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehe. Nehemiah pulled out this fourth tool that he had, Also and it was the tool of planning. Also das vierte Werkzeug, das er rausgezogen hatte, das war die Planung. And pulled out a measuring stick here. Also hier einen Zollstock habe ich mitgebracht. I've learned from Sam that they are much more reliable than a tape measure. Also ich habe gelernt, dieser Zollstock ist besser als so ein Maßband. Genau. And I believe that Nehemiah had something like this in his pocket. Und ich bin davon überzeugt, dass Nehemiah auch sowas in der Hosentasche hatte. Nehemiah was a man of prayer. Nehemiah war ein Mann des Gebets. But he was also a man who planned and thought things through. Aber er wusste auch zu planen und durchzudenken. The king said to him, "What is it you want me to do?" Und der König sagt zu ihm, ja, was soll ich tun? Was willst du? I do not believe that in that moment he was suddenly inspired to give the answer that he gave. Und ich glaube nicht daran, dass er plötzlich in diesem Moment inspiriert war, die richtige Antwort zu geben. I believe he had thought about it long and hard ahead of time. Ich glaube, er hat wirklich lange drüber nachgedacht. He had thought about all the options. Er hat die ganzen Optionen abgewegt. He even knew who the director of the Bauhaus or Obi was and where he could get his lumber from. Also er kannte sogar den Chef vom Bauhaus, wo er sein Holz herkriegte. The man had planned, he had thought it through. Also der Mann hat geplant, er hat es durchgedacht. We need to be people of prayer, but we also need to be people of reason that God has given us. Wir müssen Leute des Gebets sein, aber auch des Verstandes, dem wir von Gott haben. And we need to bring those two things together Und wir müssen beides zusammenbringen. because they are two powerful tools when they are used in combination. Weil das sind zwei wirklich starke Werkzeuge, wenn die zusammen benutzt werden. You know, my grandfather was a carpenter, and I learned from him, you measure twice and cut once. Und mein Großvater, das war ein Schreiner, und er hat mir mal gesagt, dass man zweimal misst, aber nur einmal schneidet. It makes sense, doesn't it? Macht Sinn, oder? It's helpful. Das hilft. The problem is sometimes I'm such an impatient person, I want to cut and then measure. Und manchmal bin ich so, dass ich einfach erst schneide und dann messe. And then I figure, oh, it'll still fit. Und dann denke ich mir, okay, passt schon. But we see that Nehemiah planned and he thought this through. Aber Nehemiah hat das geplant und durchdacht. It was a both and with him, not an either or when it came to prayer and planning. Das war beides und zusammen mit ihm, nicht eins oder das andere. And as we look over the next several weeks into the book of Nehemiah, you will see his leadership abilities and skills that he brings to bear on rebuilding this entire city. Und wenn wir weiterlesen dann in den nächsten Wochen, dann sehen wir, was für eine Autorität er hatte, was für eine Leiterschaftsfähigkeiten er hatte in dieser Aufgabe, die er bekommen hat im Aufbau. And the last tool that he pulls out, we find in the very end of verse 8. Und das letzte Werkzeug finden wir ganz am Ende des Verses 8. It says, "And because the gracious hand of my God was on me, the king granted my requests." Und da schreibt er, und weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte mir der König meine Bitte. You know, I believe that the final tool that Nehemiah pulled out was that tool of a testimony. Und das letzte Werkzeug, was er rausgenommen hatte, das war das Werkzeug des Zeugnisses. And I've got with me here a bit set. Und ich habe hier so ein Aufsatzset mit mir. And what I like about these bit sets is there's all these little individual tools for the right job. Und das, was ich richtig daran mag, dass man hier so die ganz kleinen Werkzeuge hatte für den richtigen Job. And Sam has one that you can click on your belt. Und Sam hat sogar eins, das kann man so an den Gürtel schnallen. I couldn't find one at Obi last night, Sam. Gestern konnte ich das nicht bei Obi finden. But you know, bit sets are really cool because there's lots of unique pieces inside here. Und diese Aufsatzsets, das ist toll, weil die sind alle einzeln und unterschiedlich, diese Aufsätze. Often we may use this one, it's kind of just flat and straight. Ganz oft nehmen wir dieses, es ist so flach. You know, and we call it a straight, or as my wife calls it, a minus.
Oder wir callen es flach oder meine Frau sagt Minus. Yeah, so ein Schlitz. Yeah. Schlitz, yeah. And then we also have this other one that we call Phillips. Oder das nennt man auf Englisch Phillips oder Kreuzschlitz. And, and my wife calls it plus. Meine Frau sagt Plus. So plus or minus, Plus und Minus, ja. And we use those a lot. But then you might get this other one that's kind of square. Ja, oder vielleicht auch dieses hier, das ist ein bisschen, ja, wie so ein Rechteck. Or maybe one with 6 sides. Oder vielleicht das mit 6 Seiten. And it's a stop sign. Das ist das Stoppschild. Yeah, okay, and stop sign. This one's a little bit bigger. Das ist ein bisschen größer. But each one is unique. Aber jedes ist einzeln. Each one also, this is new, but once I start using it, you'll start to notice which ones I use more often. Und das hier ist zwar neu, aber wenn ich das benutze, dann seht ihr ganz schnell, welche ich oft benutze von den Aufsätzen. Some I will use quite a bit, and they will show that wear and tear. Und manche werde ich ganz viel benutzen und da sieht man dann auch den Gebrauch da dran. But no matter how often I use the straight or the Schlitz, if I need the one that looks like a star, that straight one is not going to help me. Und egal wie viele ich von diesen Schlitzaufsätzen habe, wenn ich einen mit einem Stern brauche, dann hilft mir das nichts. And you know what? Look around this room and look at the person sitting next to you. Guck mal neben euch, welche Person neben They euch look sitzt. different than you. Die sehen anders aus. Maybe they got longer hair. Vielleicht haben die ein bisschen längere Haare. Maybe they have hair. Vielleicht haben sie sogar Haare. Maybe they have a different color skin. Vielleicht auch eine andere Hautfarbe. But each person in this room is unique. Aber jede Person hier ist einzigartig. No matter how often God chooses to pull us out of his bit set and use us, each one has a special purpose and a special design. Und egal wann und zu welcher Zeit uns Gott als Aufsatz herausnimmt, um uns zu benutzen, jeder hat seinen eigenen Job und seine eigene Aufgabe. And one of the most powerful tools that you have that God has given you is your story. Und eine der wirklich kraftvollsten Werkzeuge ist dein Zeugnis. Your story is what God has done in your life and through you and in you, and that's yours. Und dein Zeugnis bedeutet deine Geschichte, was Gott durch dich und mit dir getan hat. Das ist deins. And Nehemiah did not say here, because of my great plans, the king liked my idea. Und Nehemiah hat hier nicht geschrieben, ja, weil ich so tolle Pläne hatte, mochte der König meine Pläne. He didn't say because I did all the right steps and I was very wise in getting the king to go along with what I said. Er schrieb nicht, weil ich die richtigen Pläne hatte und sehr weise war, mochte der König meine Ideen. Rather, he says, the king granted my request because of the gracious hand of God that is on me. Er schrieb, der König gewährte meine Bitte wegen der gütigen Hand meines Gottes. Where you live, where you work, what's going on in your life right now is because of God's gracious hand. Wo du lebst, wo du arbeitest, was in deinem Leben vorgeht, das ist wegen der gütigen Hand Gottes. And because God was good yesterday, we can count on the fact that he will be good today and tomorrow. Und weil er gestern zu uns gut war, können wir uns darauf verlassen, dass er heute auch gut zu uns ist und auch in der Zukunft sein wird. And we have a story to tell. Und wir haben ein Zeugnis zu erzählen. And God wants to use your story to encourage others and to touch others. Und Gott möchte deine Geschichte, dein Zeugnis benutzen, um andere zu